Gute und hallo, hier ist mal wieder der Andi. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute wollte ich euch gerne mal was Schönes zeigen, und zwar etwas, das man wunderbar wieder im Garten verwenden kann. Etwas, das ihr, wenn ihr meine Videos mal so durchgeschaut habt, vielleicht auch schon kennt. Heute handelt es sich um diese Weidespirale, ja, in etwas anderer Form, ein bisschen dicker, also mit mehr Trieben geflochten, und lasst euch mal überraschen, was da rauskommt. Bevor ich aber loslege, möchte ich gerne mal die Gelegenheit nutzen, mich mal wieder zu bedanken bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern meines Kanals. Es ist mir immer wieder eine Freude zu sehen, dass es Menschen gibt wie euch. Also vielen Dank, das hilft mir wirklich weiter, und ich werde versuchen, das mit weiterem guten Content euch zu danken. Aber jetzt fangen wir endlich mal an mit dem sogenannten Himmelsstürmer. So, wir beginnen das Ganze heute wieder mit unseren Weiden. Das sind dieses Mal 20 Stück, also nicht 7 wie in dem Video, wo ich euch die Weidespirale das erste Mal gezeigt habe, sondern das sind jetzt 20 Stück. Ihr könnt sogar mehr nehmen, aber für Anfänger rate ich erstmal kleinere Stückzahlen. Also vielleicht erstmal mit den 7 Trieben das Ganze ausprobieren und dann vielleicht in diese Richtung steigern. Die habe ich wieder in der linken Hand, ich bin der Rechtshänder. Machen wir hier wieder so eine Bindung, indem ich einen Trieb länger rausziehe, einen Platzhalter in die Handfläche reinlege, andersrum, sonst kriege ich ihn nicht raus, und dann nehmen wir diesen rausgezogenen Trieb. Im Uhrzeigersinn legen wir das quasi über den Daumen, binden das Ganze über das Hölzchen, über den Platzhalter, um den ganzen Bund drumherum und dann über sich selbst, so dass es überkreuzt ist, und dann noch 2, 3 Windungen nach unten. Das Ende bleibt hier dann also bestehen. Jetzt wechsle ich das Ganze in die rechte Hand. Jetzt kann ich hier unten diesen Platzhalter rausziehen und schiebe diesen übrig gebliebenen Rest von unten nach oben durch diesen Platz, der dabei entstanden ist, nach oben. Jetzt habe ich den sehr kurz gemacht. Da nehmen wir da jetzt mal eine Zange und dann ziehen wir das Ganze ein bisschen zu. So sieht das Ganze aus. Und das hält jetzt also dieses Bündel wunderbar zusammen. So, jetzt brauchen wir erstmal einen Perspektivwechsel, damit ich euch das richtig zeigen kann. Hier haben wir jetzt wieder das Bündel. Und dann machen wir das jetzt so, wir nehmen im Grunde 2 Triebe zur Seite. 2 Stück sind das. Ruhig 90 Grad abwinkeln hier, legen das über die Hand, über die Haltehand, also bei mir die linke Hand. Und fangen dann an, jeweils den hinteren Trieb über den vorderen in die Hand reinzuflechten. Sprich, es geht dann so: den hinteren Trieb über den vorderen schön eng und in die Hand zu den anderen legen. Jetzt nehmen wir von links immer einen neuen, legen den vor den anderen, den wir dann noch liegen haben, und nehmen wieder, jetzt ist der hintere, nehmen jetzt den quasi über den vorderen. So, und so geht's weiter. Nehmen den nächsten davor legen, den hinteren über den drüber und festhalten. Den nächsten hinteren über den vorderen. Ihr seht, ich halte ein bisschen mit Daumen und Zeigefinger gegen, damit es oben auch schön eng wird. So sieht das Ganze aus. Und so geht es auch weiter. Ja, der nächste Trieb, davor, hinteren über den vorderen und runter. Davor, hinteren über den vorderen und runter. Zack und zack. Der nächste und zack. So, bis wir alle 20 Triebe quasi einmal drin hatten. So. Der nächste. Der nächste. Zack. Zack. So, gleich dürften wir es haben. Manchmal verheddert es unten, da muss man dann mal ein bisschen ausschütteln und dann richten die sich wieder aus. So, das sind jetzt hier anscheinend schon die letzten, die noch nicht dran waren. Ja, das sind 1,60 Meter lange Triebe. Da kann sich das schon mal so ein bisschen verheddern unten. Es wird aber besser mit der Zeit. So, jetzt haben wir sie alle einmal drin gehabt. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist wie aufgefädelt.
Ja. Und jetzt kann man quasi beginnen, immer wieder von den alten, die man schon benutzt hat, den nächsten, immer von links den äußersten nehmen, vor den anderen hier legen und runter. Vor den anderen legen und runter. Wenn ihr Probleme damit habt, das hier schön eng zu flechten, gibt's nur einfach den Tipp, immer wieder den Daumen als Gegenpart benutzen. Ja, das ist recht einfach, indem man das davor legt, schön eng. Den Daumen nur kurz, also locker davor gelegt. Dann den hinteren über den vorderen, ganz eng und gut. Ja, also es gibt noch andere Methoden, da kann man dann diese Kurven, die hierbei entstehen, noch länger ziehen. Das ist dann, indem man das locker überflächelt, also nur so nach unten geht und so ein bisschen mehr Luft lässt. Aber ich mag es gerne, wenn das schon stramm gebunden ist. Das gibt auch dann schöne, viele Windungen. Das sieht einfach schöner aus. Und gerade wenn das dann solitär steht, also einzeln steht und als Rankhilfe für irgendein schönes Gewächs dient, kann auch eine ganz simple Tomate sein, aber das seht ihr am Ende dann selbst. Ich würde sagen, an dieser Stelle beschleunige ich das Ganze mal, denn das wiederholt sich im Prinzip jetzt bis unten. Flechtet es einfach so weit aus, wie ihr das könnt. Wenn ich unten bin, in dem dickeren Bereich, wo das Flechten also schwerer wird, dann zeige ich euch einen Trick, wie man das an der Stelle trotzdem noch einfach flechten kann. Also, Schnelldurchlauf. So, schaut mal, wie das schon aussieht. Wie sich das schon dreht. Ist das nicht toll? Allein durch diese Flechttechnik, dass immer einer von außen über den anderen drüber gelegt wird, diese Treppung im Endeffekt entsteht, die am Ende dann wie ein Kreisel weg, quasi wie eine Spirale. Super geil. Und jetzt geht's weiter. So, jetzt sind wir an der Stelle angelangt, wo sie langsam fest werden und man das also wirklich langsam in den Fingern spürt, dass man doch viel Kraft und Gegendruck braucht. Kleiner Tipp, um diese dickeren Äste trotzdem noch schön fein biegen zu können, ist eine ganz simple Sache. Ganz wie gewohnt, davor legen, bisschen mit dem Daumen gegenhalten und dann hingehen, statt den kurzen Weg zu wählen, ruhig außen nehmen das Ganze und einen großen Viertelkreis machen und dann erst drüber. Schaut mal, das ist genauso eng wie die anderen auch. Aber dadurch hat man viel mehr Handhabe in diesem Knick hier drin. Ja, ich zeige es euch. Davor legen. So eine Art Viertelkreis. Und ja, das ist wirklich viel wert, das zu wissen. Denn normalerweise ist es so, dass man dann anfängt zu schludern. Ja, weil man nicht so viel Gegendruck halten kann oder den nicht so schön eng biegen kann, werden diese Maschen hier immer breiter und dadurch wird diese Drehung immer mehr nach außen. Also das ist nicht so schön, wenn man das Ganze kompakt gedreht haben möchte, so als Gerüst quasi als Rankhilfe. Dann ist es natürlich schöner, wenn man das enger flechtet. Also einfach nur von hinten so eine Art Viertelkreis nach oben, nach hinten. Ich mache so einen Schwenker hier vorne, dass ich hier ein bisschen besser beikomme. Wenn das auf der Hand gar nicht geht, weil das einfach zu dick ist und man einfach die Kraft nicht hat, auch mit dem Gegenhalten, gibt's auch noch diese Methode, dass man im Prinzip die Spirale ich lege sie jetzt nach links außen, halte sie mit links fest und mit der rechten flechte ich weiterhin und dass man dann hier das anders macht, indem man hier einfach immer den äußersten wieder nimmt, den davor legt, ein bisschen gegenhalten, den Flechter von hinten nach oben holen, umgreifen und dann den nach vorne legen zu den anderen. Ja, gleicher Effekt. Also, nächsten Trieb davor legen, hochnehmen, umgreifen, also quasi jetzt mit der Hand auch den noch festhalten, dann mit der rechten Hand den Flechter nach unten legen, zack. Ja, also davor legen, rüber, umgreifen und zack. So. Schaut mal, so lang ist sie jetzt geworden.
Also ist schon auch nicht wenig. Und jetzt zeige ich euch, wie es ab hier weitergeht. Was wir jetzt noch brauchen ist, das ist jetzt so ein Haselstecken. Ja, also es muss natürlich nicht Hasel sein, aber das ist das, was ich zur Verfügung habe. Da habe ich heute Morgen den Biegetest quasi in Form von japanischen Auge gemacht. Das müsst ihr natürlich nicht machen. Wenn doch, würde ich euch oben die Anleitung nochmal verlinken, dass ihr seht, wie das japanische Auge gemacht wird. Aber darum geht's gar nicht, sondern jetzt geht's darum, dass wir hier oben an diesem Ende quasi diese Spirale befestigen wollen. Sprich, das wird jetzt im Grunde hier in diesen Hohlraum, der beim Flechten entstanden ist, mit eingeführt, mit Draht erstmal befestigt. Dann kommt entweder eine Wicklung oder ein japanisches Auge drauf. Wir können auch gerne einfach mal beides machen, damit ich euch das nochmal zeigen kann. Und dann haben wir unsere Rankhilfe, ja, in Form von einem sogenannten Himmelsstürmer. So, um das Ganze befestigen zu können, habe ich mir jetzt hier, das ist ein 5 mm Bohrer, den habe ich mir genommen. Und ich mache hier oben mal 2 oder 3 Bohrungen rein, damit ich die jeweils eine davon wenigstens verwenden kann, um den Draht durch das Geflecht durchzuschieben, durch das Loch, um diesen Himmelsstürmer quasi an der Stelle schon zu fixieren. Und der wird dann drum gewickelt und dann wird er nachher mit der Weide überwickelt. Also ich mache jetzt erstmal hier 2, 3 Bohrungen rein. So, jetzt haben wir mal 3 Bohrungen in verschiedenen Höhen angebracht. Schauen wir mal, welche davon am besten geeignet ist. So, also nehmen wir uns den normalen Rödeldraht. Das ist dieser Blumendraht hier. So. Dann führe ich diesen Haselast von unten so ein, dass der oben im Geflecht drin ist. Dann legen wir die ganzen Triebe so ein bisschen drumherum. Ist ein bisschen Fuddelei, geht aber, irgendwann hat man es dann. Ich versuche es immer so ein bisschen nebeneinander zu legen. Ist nicht immer möglich, denn das sind wahrscheinlich mehr Triebe, als der Umfang der Hasel fassen wird. Deswegen werden die wahrscheinlich auch ein bisschen überlappen. Aber man sieht schon, worauf ich hinaus will. So, das haben wir schon mal so weit. So. Ein bisschen zusammendrehen das Ganze. Ein bisschen gerade stellen, denn das soll ja nachher auch gerade stehen. Aber das machen wir nochmal, bevor wir den Draht richtig feströdeln. So. Jetzt versuche ich mal den Draht da durchzuführen. Ich suche mir diese Stelle aus. Mal gucken, ob das auf der anderen Seite rauskommt. Da ist es. Ja, muss man ein bisschen fuddeln. Da ist er, der Draht. Genau. Jetzt ziehe ich ein bisschen länger durch, halte den ein bisschen fest. So, und jetzt gehe ich mal erstmal zweimal drum, dann kann man das in der Regel besser zusammenzurren. Jetzt habe ich den Draht hier fest, ziehe das ein bisschen fester bei und nochmal drum. Noch ein bisschen fester bei. So. Jetzt rödel ich die beiden Enden zusammen. Immer schön festhalten dabei, dass es nicht wieder aufgeht. So, wo ist meine Zange? Da ist die Zange. Das zweite Ende ab. So, den ziehe ich natürlich nochmal stramm. Und festdrehen. So, nicht überdrehen, das hat man schnell gemacht bei diesem Rödeldraht. Das ist hier eigentlich nur eine kleine Montagehilfe, wenn man so will, für das Auge. So, ihr seht, das ist jetzt schon mal befestigt. Der ist nicht ganz gerade, der ist ein bisschen schepp. Wenn man da genau hinguckt, sieht man das auch. Der Trieb, die Hasel ist ein bisschen schief dazu. Das heißt, wir müssen erst noch mal ein bisschen das Ganze in die richtige Richtung bringen. Und ich mache jetzt als allererstes mal ein japanisches Auge hier unten drauf. Und dann wickel ich hier oben nochmal mit der normalen Wicklung das Ganze zu. Also japanisches Auge. Da drehe ich euch nochmal für. So, dann nehmen wir einen mittelstarken Trieb. So, einmal drum herum. Einmal um den Mittelpin. Ups. Und los geht's.
So, schauen wir mal hier durch. Das Ende durchziehen. Ein bisschen beiziehen mit der Zange. Auch den mittleren Pin packen. So. Schon haben wir hier das japanische Auge einmal drauf. Könnte ein bisschen größer sein natürlich, aber das sind 1,60 m Triebe und der war halt ein bisschen dünner. Aber auch das hält. So, jetzt machen wir hier noch eine Wicklung drauf. So. Wicklung bedeutet, ich knicke diesen Stab ein bisschen an, halte den nach unten hier mit bei, halte das hier oben einmal mit dem Daumen fest, gehe um diesen ganzen Pudding über den Draht natürlich, ganz wichtig, über den Draht herum und überwickel das wieder hier mit sich selbst. Ein bisschen höher schieben, dass der Draht auch zu ist. So, schön eng. So. So kriegen wir das auch. So, immer schön im Kreise. So, bevor das jetzt auch zu dünn wird, wieder die Hand wechseln und hier an der Seite, da wo der Dicke quasi überwickelt ist, hier in dieser Nische, da schieben wir jetzt im Prinzip das Ende durch. So. Natürlich so, dass es nicht knickt. Und ordentlich beiziehen. Upsa. So, das ist die Wicklung. Man kann das hier oben auch noch ein bisschen beiziehen. Auch wieder am dicken Pin ziehen. Zack. So, dann kann man das abschneiden. Oben und unten. So. Man kann natürlich auch diese Enden hier nachher noch ein bisschen versäubern. Das Ganze, indem man die einfach ein bisschen schräg anschneidet. Dann hat man nicht dieses lose, unschöne Ende mit dran. Wobei ich glaube, der Pflanze, die da dran hochwachsen soll, ist das im Grunde egal. So, ich glaube, das geht schon so. Prima. So, damit haben wir das auch schon hier befestigt. Ich werde jetzt hier unten in der Kreuzung, wo der Pin rauskommt, nochmal einen Nagel rein klopfen. Vielleicht auch hier oben in die Wicklung nochmal, einfach nur, damit nochmal mit einem Nagel, das in der Höhe fixiert ist, dass falls das Ganze trocknet und sich doch etwas lockern sollte, es trotzdem an der Ordenstelle bleibt. So, da haben wir hier einen Nagel drin, den sieht man kaum noch. Hier unten, da ist auch ein Nagel drin. So, und so sieht das Ganze jetzt dann aus. So, das gute Stück ist jetzt ungefähr 1,45 m hoch und kann in den Boden gesteckt werden. Und dann kann alles, was da dran hochranken kann, das Ganze noch verschönern. Ich finde, man kann das Ganze auch, ohne dass da irgendwas dann hochrankt, einfach als Deko in den Garten stellen. Das ist von der Sache her einfach sehr schön. Es zieht immer wieder Blicke an. Ihr könnt natürlich auch gerne hingehen und könnt das Ganze in der Stärke, ohne diesen Pin hier quasi unten zusammen machen und dann als Windspiel aufhängen. Gerade in der Stärke, wenn die so eine gewisse Schwere haben, quasi am dünnen Ende oben aufgehängt, sodass das dicke Ende unten frei hängt. Und dann drehen die sich hervorragend, auch schon bei wenig Wind. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr könnt hiermit etwas anfangen. Ich bin immer wieder begeistert davon. Nicht umsonst machen wir das immer wieder, auch in Kursen mal wird das nachgefragt, dass man am Ende, wenn noch ein bisschen Zeit ist, vielleicht dann auch nochmal so eine Spirale drehen. Man kann das Ganze natürlich noch mehr steigern. Man kann das auch zum Beispiel mit 30 Trieben flechten. Es wird dann nur eben immer schwerer für die Hände. Da muss man also dann einfach sich ein bisschen rantasten, was einem da von der Hände her, von der Kraft her auch passt. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne wieder einen Daumen hoch geben und ein Abo dalassen. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche wieder und bis dahin, ciao, der Andi.